Willkommen zu einem neuen Video von der Cocon. In diesem Video zeige ich den zweiten Teil unserer Atlantiküberquerung. Wir hatten ja die Kap-Verde-Inseln ungeplant angelaufen, da wir aufgrund des wenigen Windes viel mit dem Motor fahren mussten und deswegen mussten wir Diesel nachfüllen. Es hat sich sehr gelohnt, dass wir diese Inseln angelaufen sind, weil sie sind wirklich sehr schön. Ansonsten sollte man in Mindelo nicht damit rechnen, die Lebensmittelvorräte entscheidend aufzufüllen, denn das Angebot ist wirklich sehr beschränkt. Bei der Abfahrt ist unbedingt zu beachten, dass zwischen den Inseln sehr viel Wind sein kann und deshalb sollte man vielleicht vorsorglich einen Ref eindrehen oder auch nur mit dem Vorsegel fahren. Also die Winde können da sehr stark sein, 25 bis 30 Knoten sind keine Seltenheit. Das lässt dann aber nach ein paar Stunden nach und dann hat man den normalen Passatwind. Man muss allerdings aufpassen, dass man nicht in die Windabdeckung hinter Santo Antão kommt, weil da ganz plötzlich der Wind weg sein kann. Genauso ist es uns übrigens gegangen. Wir waren in der Windabdeckung, der Wind war weg. Wir mussten wieder zurückmotoren in die Windzone und dann ging es weiter. Warum nun Martinique ein gutes Ziel ist nach der Atlantiküberquerung, werde ich später im Video erzählen. Hier zunächst einmal am Anfang ist Weihnachten. Wir sind ja kurz vor Weihnachten angekommen in Mindelo. Es werden also ein paar Szenen kommen am Anfang des Videos über unser Weihnachtsfest oder unser Weihnachten in der Bar. Und danach geht's los mit der eigentlichen Atlantiküberquerung. Also viel Spaß bei dem Video und jetzt geht's los. Sitting by the fire, feeling oh so fine on this holy night. The Spirit guides us. All the stars they shine on this lovely night. We light up the world, forget our troubles for a moment. And every stranger is a friend, so let them join in. 'Cause when joy fills the air, you already know it's Christmas. Love beyond compare, it's Christmas time. 'Cause when joy fills the Wir haben jetzt getankt und jetzt geht's los Richtung Martinique, etwas über 2000 Meilen. So, es geht total flott los. Rechts sieht man vielleicht noch die Insel gerade so. Und links im Nebel oder im Dunst ganz schwach Santo Antão. Wir sind hier mitten im Kanal, wir haben 25 Knoten Wind und laufen immer so zwischen 6 und 7 Knoten. Windsteuerung steuern. Alles gut an Bord, super. Sometimes you can see them surfing in the waves, right? Yeah, you can see them so well because by the way. Yeah, right. Like that. Yeah. Like over there.
So what are you doing here? Some type of chicken, I would say. We're using the Wonder Pot or whatever it's called. Wonder bag. Wonder Bag. On the bag. And when you buy a Wonder Bag, it gives a natural one to an African country. So if you buy your Wonder Bag today. So now we're gonna heat it up pretty good and then put the lid on and then it's gonna sit in the bag, right? So just put it on. So let it cook for a couple of minutes. Spices. Let it cook for a couple of minutes and then we get it into the Yeah. bag. You see? Wir sind jetzt am 4. Tag und vorm Wind, Schmetterling, Sonne scheint, See ist relativ ruhig. Wir geigen ein bisschen, aber alles nicht so schlimm. What is it? No, I don't like it. No, it's your turn. That's you. You have seen it. You have to take it. So I have to. You have seen it. You have to take it. But if I don't want to take it, then do I put the top one in the bottom? But you have seen it. You have taken it already. I'm sorry for you, honey. Trust me. You'd rather me do this. No. Just pick it up. Yes. Okay. You happy? Yes. Okay. So what is the result? Show me the result. This is the result. There is all numbers, right? All numbers, and I got the lowest number and finished first, so I won twice in a game, in one game. You cannot give it. Yeah, you cannot So win twice I in one didn't game. Win twice, Okay. basically. So and then who is number 2? Cameraman. Cameraman is number 2. Yeah. Okay. And then And But I played against two, so it's fine. you played against 2. No, come on. yeah, but I won twice, so that means we both won. That's fine. You won twice? Because Yeah. I won on the numbers and I finished first. Oh, okay. So it's a fair. Yeah. Just that's what I Jahresende. think, but I know that what I think isn't right. Year-end breakfast. Year-end How breakfast. do you say That's the the end avocado. breakfast in German? That word doesn't exist. I mean, this is one of the rare words which does not exist. The end breakfast. Jahresende Frühstück. Frühstück am Jahresende Jahresfrühstück. Jahresende Frühstück. And this is the final avocado. How do you say that one? Die letzte Avocado. Die letzte Avocado. So, wir haben geduscht. Die letzte Hummus. You make it sound like it's some theme from Ja. a movie or something, like a disaster movie. End of world. Yeah. Also wir haben geduscht, wir haben Wasser ist gemacht, wir haben Brot gebacken. Was haben wir da noch gemacht? Frühstück. Alles gut. And we have, as long as we have enough power, we literally have like way more bread than we need now as well, which is nice. Die beiden machen jetzt den zweiten Spinnakerbaum raus, damit wir auch das Vorsäge mal shiften können, weil im Moment steht es praktisch überhaupt nicht. Die Segel sind im Schmetterling und es schiebt alles ruhig vor sich hin. Hier oben auf dem Dach haben wir 2 Solarzellen. Die liefern uns mit Energie. Wir haben noch etwas über 1000 Meilen. Das heißt, heute ist der 2. Januar. Vielleicht noch mal 8 Tage oder so oder 7 Tage und wir sind da. Die See ist total ruhig und wir fahren jetzt hier mit 5,5 Knoten
ganz sanft über die See. Wir haben auch kaum Welle. Auf der Seite ist jetzt auch schon der Spinnakerbaum draußen. Damit wir nachts, machen wir meistens, dass wir nachts die Genua ausbauen oder überhaupt die Genua ausbauen, wenn wir wieder weiter mit achterlichen Winden fahren müssen. Aber im Moment geht es wunderbar hier. Und er bleibt einfach stehen, der Baum. Kein Problem. So, meine liebe Crew, dear Crew, wir haben jetzt die Hälfte der Atlantiküberquerung geschafft. Von Mindelo bis nach Martinique, so we are halfway down. And I think we deserve all a drink. Of course. Of course. Beer? Wine? Well, I've put beer in the fridge. There's red wine in the fridge as well. Yeah, but I mean, the red wine in the fridge is in the fridge since 3 weeks, I guess. So it must be That means vinegar. it's even better. It's So we vinegar. could chuck it anyway. Also, haben wir noch 1000, wir haben, again, 1040 miles in front of us Yeah. Nice. and 1040 miles behind us to the anchorage. My hair may look wet, but it's not. It's all cooking oil. Ooh. But don't forget to give a drink to Neptune. Okay. Because I got a full one. I'm gonna. No, the first one is for Neptune. The first one is for Neptune, always. Tiny bit for the boat as well. Okay. Do I need to pour in the sea as well? No, I think one is fine. Who's Neptune? Yeah. In the sea? Yeah. Oh, I'm Neptune so- is the god of the sea. How did you know? Do I need to give some to Neptune as well? Yeah. 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 Okay. Okay. Sorry, this is such a boring video, isn't it? If you fall overboard, it's a bit boring. Okay, cheers then. Cheers. So, cheers. To me. Delicious. Oh, are you gonna pour it over? Yeah, for me as well. Are you gonna pour it over you? How you do it? Beer shower. No, I did it once. Once is enough. Das ist doch ein schöner Sonnenuntergang, oder? Zu unserem Midway Point. Ja. Genau. Der schwimmende Frisiersalon. Und das bei 6,5 Knoten Fahrt. Ordentlich Wind und Welle. Gar nicht so einfach. Okay, aber das ist okay. Das kann noch Ich hole jetzt erstmal hier für den Sprint, ne? Ja. Nach einer Nacht mit vielen Squalls sind wir jetzt hier morgens immer noch in so einem aufgewühlten See. Heute Nacht waren bis 33 Knoten Wind. Und ja, jetzt sind wir noch 20, über 20. Wir fahren mit 2 kleinen Vorsegel. Hinten geht die Sonne auf. Das war sehr unruhig heute Nacht. Wirklich extrem unruhig. So, ein Squall auf dem Atlantik. Das peitscht die Wellen ein bisschen runter hier, der Regen. Und Wind war jetzt bis 32 Knoten, geht eigentlich.
14. Tag sehen wir von hinten einen Frachter aufkommen. Das ist das erste Schiff, was wir bei der gesamten Atlantiküberquerung sehen, aber er ist noch relativ weit weg. So what did you take in photo? What did you take? I'm trying to get this, but it's so hard to get like the right amount of sea in it with the sun. Just because it's like another picture of the sky for my album. You're filming me, I've only just realised. I'll just speak really fast and no one will understand me because I'm with me and the German it's not language. And you don't understand what I'm saying either. I'm writing in the logbook. What are you writing in the logbook? I'm writing how far we've gone and our position. Okay. Many things. Our course, Okay. the speed, the time. Every day at 12 I write it. Very good. Yes. And who's doing the midnight stuff? It's me, right? Yes, Andreas is doing the midnight stuff. Okay, very good. Okay, perfect. So how far did we come the last 12 hours? Do you know that? The last 12 hours we have done 70. 70. Yeah, that's our PB, isn't it? Good. Perfect. That is the most we've done. In 12. Okay. Am 10. Januar sehen wir jetzt in der Ferne Martinique. Die Berge sieht man, die ersten Berge vorne im Dunst leider. Morgens um 8:30. Sind aber noch recht weit weg, in 2 Stunden ungefähr. Dann sind wir da. Ist der Regenbogen weg? Regenbogen ist weg. Regenbogen ist weg. War der Leuchtturm schon zu sehen? Gut. Danach scharf rechts. Ankern, dann warten wir hier. Genau. Ja, das sind die berühmten Selfies. Nicht sterben so viele Leute wie bei Selfies. Genau. I actually found there's some workaways in Martinique. Like there's literally like eco villages where you like live in hammocks in Martinique. There is something? Yeah, there's like eco villages that you live in hammocks. Okay. And like grow all your own food and stuff like that. So that's what you want to do now? Maybe it'll be good. So I know I'm on film, but it'll be like a good start to get rid of the nits as well. You know, I need a base to get rid of these nits. Plan things. Maybe I stay there. Maybe I don't. So, wir sind gleich da. Wir müssen um die Ecke da vorne, wo der Leuchtturm ist. Dahinter ist die Anchorage in St. Anne und die AAA ist schon da. Also
Noch knapp 2 Meilen. Also, wir sind angekommen heute am 10. Januar um 11 Uhr. 11 Uhr wollten wir, um 11.05 Uhr haben wir einen Anker geworfen. Total geplant. Ja, durchgeplant. Wir mussten ja extra langsam fahren, damit die 1,5 Tage früher ankommen. Verstehst du? War ja nicht so einfach, aber trotzdem war ein bisschen schön. Wow! Das ist der, wo wir Gläser geholt haben. Wow. Okay. Cheers. Cheers. Nur am letzten Tag ist was kaputt gegangen, die Halterung vom Hortensie. Not on the Da haben wir teak. Wasser reingekriegt. Ah, Your poor teak. Yeah. One for the cheek and one for the skipper. Oh ja, wir haben dem gar nicht gegeben. The So. teak came before. alles Teak klar. came first, didn't it? So, jetzt sind wir erstmal da. Und ihr seid 1,5 Tage früher angekommen. Und schön die Begrüßung mit den Töpfen, das war ja genial. Wir haben ja keine Tröte. Ihr habt keine Tröte, das gibt's Deswegen doch ja nicht. hat er dann überlegt, was machen wir denn? Wir haben keine Tröte, Also. wir müssen irgendwie Krach machen. Ja klar, na klar, das gehört sich so. Ja? Ja, sehr schön. Hier, nehmt es. Ja. Alle heil Also, So, na dann. Auf eine erfolgreiche Atlantiküberquerung. Genau. Genau. British. Welcome on the other side. Wohl. I'm doing Andreas as well for him. For Andreas as well. Ich wollte ja noch erzählen, warum es so gut ist, in Martinique zu landen nach der Atlantiküberquerung. Martinique liegt erstens sehr zentral, man kann nach Norden fahren, man kann nach Süden fahren. Man hat eine große Auswahl an Inseln, aber was besonders wichtig ist, dass man dort sehr gut ankommen kann. Man legt sich am besten in die Bucht vor Sainte-Anne, das ist eine riesen Ankerbucht. Da haben hunderte von Schiffen Platz, man findet immer Platz, es ist genug Platz dort. Man kann Tag und Nacht ankommen, überhaupt kein Problem. Das Einzige, worauf man etwas achten muss, sind ein paar Fischerbojen, die ausliegen. Aber das ist, glaube ich, fast überall so in der Karibik. Ist aber auch nicht besonders, sind nicht besonders viele. Dann kann man, und der zweite Vorteil ist, man kann dort sehr leicht einklarieren und auch wieder ausklarieren später. In Sainte-Anne macht man das in der Bar Le Boubou, schreibt sich B-O-U, Le Boubou. Kostet 2 oder 3 Euro. Übrigens ein Vorteil ist natürlich auch, dass wir in Martinique mit Euro zahlen können, weil Martinique gehört zu Europa. Und das macht man selbst am PC. Man tippt die paar Daten ein am PC, druckt das aus und das kostet 2 oder 3 Euro, wie gesagt. Und man kann aber auch in Le Marin einklarieren. Le Marin ist ein Stück weiter in die Bucht rein sozusagen. Das ist vermutlich die größte Charterbasis in der Karibik. Dort gibt es einen Hafen, es gibt auch Bojenfelder und es gibt auch ein Ankerfeld. Das Ankerfeld ist allerdings sehr, sehr stark belegt und auch nicht sehr groß. Dort kann man aber in Le Marin kann man sehr gut einkaufen, sich verproviantieren. Und zwar am besten im Leader Price. Im Leader Price kann man direkt anlegen mit seinem Dinghy. Das ist ein Dinghy Dock, wie übrigens überall in der Karibik Dinghy Docks sind. Da ist also ein Dinghy Dock, da stehen direkt die Caddies rum zum Einkaufen, also diese Wagen. Man geht in den Leader Price, kauft ein, kommt wieder zurück, stellt den Caddy ab, lädt alles ins Beiboot und schon hat man eingekauft. Man bekommt dort alles, überhaupt in den Supermärkten bekommt man dort alles. Und die Preise sind etwas höher als in Europa, würde ich sagen, aber nicht extrem hoch. Auf alle Fälle ist es am besten, sich in Martinique wirklich zu verproviantieren für die folgenden Reisen, die man dann macht. Ein großer Vorteil ist übrigens auch noch, dass
Martinique ist ja Teil von Europa und man kann dort ohne Roaminggebühren mit seiner deutschen Karte oder mit seiner europäischen Karte, je nachdem, das Telefon benutzen und auch das Internet benutzen. So, das ist ein großer Vorteil, finde ich, und das reicht für mich, um beim nächsten Mal auch wieder dahin zu fahren. Okay, das war's. Die Erklärung, warum Martinique so günstig ist, um dort anzukommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten Mal mit einigen Eindrücken aus der Karibik. Also bis dann. Ciao.